Alexa Beck hat kein Geld. Nicht solange sie ihren Vater nicht für tot erklärt hat. Vielleicht heirate ich sie, lass sie für unmündig erklären und schnapp mir das gesamte Vermögen. Kannst du mir mal erklären, warum deine Unterschrift auf der Todeserklärung deines Vaters eine Fälschung ist? Weil du nie mich wolltest, sondern nur mein Geld. Aber glaub mir, das wirst du bitter bereuen. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich empfinde einfach nicht mehr dasselbe. Es ist aus. Du wusstest, dass ich in Jo verliebt bin und hast trotzdem mit ihm geschlafen. Das Paket ist vorhin völlig abgegeben worden. Von Ben. Der holt mich. Ich will diese Angst nicht mehr haben. Du musst dann nicht alleine durch. Ja, ich sollte mir jetzt vielleicht etwas Ruhe gönnen. Wir bringen ihn nach Hause. Und ich werde heute Nacht auf Königsbrunn bleiben. Danke. Kommt es mir nur so vor oder ist es gerade ein bisschen frostig zwischen euch? Eine mittelschwere Eiszeit. Hi. Ich hätte gern einen Espresso Macchiato, bitte, zum Mitnehmen. Was ist denn das für ein Kindergarten hier? Ich mach dir einen. Nein, es gibt keinen. Aber wir... Nicht für ihn. Sag mal, was soll das? Scheißgefühl, ohne Erklärung abgewiesen zu werden. Hm? Das ist mir jetzt echt zu blöd. Er ist ein Arsch. Auf den du doch stehst. Und er angeblich auch auf dich. Ja, da habe ich mir wohl was vorgemacht. Hat nur mit mir gespielt, wie mit dir auch. Du erwartest jetzt aber kein Mitleid von mir, oder? Nein, aber du hast doch keinen Grund mehr, eifersüchtig zu sein. Wir waren scheinbar beide nur eine schnelle Nummer für ihn. Hey, Andi. Hey. War der das? War das der Typ, der mir die Freundin ausgespannt hat? Andi, jetzt mach keinen Scheiß. Was soll's? Alexa, geht's dir gut? Ist die Frage ernst gemeint? Ich weiß nicht, lass mal überlegen. Da ist dieser Mann, mit dem ich in den letzten Monaten ziemlich viel durchgemacht habe. Ich dachte, das hätte was zwischen uns verändert. Zumindest hat er so getan. Ach ja, und dann hat er mit mir geschlafen, um mir danach zu sagen, dass nichts aus uns werden kann. Aber hey, er ist wirklich romantisch veranlagt. Guck mal, er hat mir was geschenkt. Damit ich niemals vergesse, was alles zwischen uns steht. Hey, das ist mir auch nicht leicht gefallen. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich weiß nur, dass ich verdammt schlecht damit leben kann, dir jeden Tag über den Weg zu laufen. Also zieh dich schon mal warm an, Ansgar. Das Erbe meines Vaters wurde freigegeben. Und damit puste ich dich vom Schloss. Vergiss es. Ich frage mich, was du dagegen tun willst. Du bist erledigt. Elisabeth hat dir alle Kompetenzen entzogen. Du stehst mit leeren Händen da. Das mag schon sein. Trotzdem werde ich dieses Schloss niemals verlassen. Wer hier gehen wird, bist du und alle, die dir helfen. Und wenn du versuchst, mich fertig zu machen, wird es böse enden. Wird es. Für dich, Ansgar. Für dich. Hey. Du bist also das Arschloch. Hey, was soll das werden? Du hast mir meine Freundin ausgespannt. Nein, habe ich nicht. Ich kann dir jetzt nur raten, ehrlich zu sein. Sonst was? Willst du meine reinhauen? Vielleicht, ja. Ich habe dir Bella nicht ausgespannt. Du hast mit ihr geschlafen. Ja, einmal. Aber aus der Situation heraus.
Eigentlich wollte ich Sie gar nicht wiedersehen, aber es hat sich leider anders ergeben. Was willst du mir denn jetzt damit sagen? Dass du meine Beziehung einfach aus der Laune heraus zerstört hast? Ich verstehe, dass du durch den Wind bist wegen der ganzen Geschichte. Aber noch einmal zum Mitschreiben. Ich bin vielleicht der Auslöser, aber bestimmt nicht der Grund, warum ihr euch getrennt habt. Dann willst du also auch nichts von ihr? Nein, weder von ihr noch vom Rest ihrer Familie. Gut. Das ist gut. Elisabeth. Stimmt irgendwas nicht? Nein, das ist schon alles in Ordnung. Kannst du nicht schlafen? Nein, mir ist gerade was eingefallen. Du hast doch immer noch Geburtstag. Stimmt, so gerade noch. Und ich habe dir noch nicht mal was geschenkt. Elisabeth, du musst mir doch... Das ist nur eine Kleinigkeit. Bitte. Das sind Gedichte von Walt Whitman. Also, wie gesagt, es ist nur eine Kleinigkeit, aber sie haben mir immer sehr viel bedeutet. Das ist sehr lieb. Ja, dann werde ich jetzt mal versuchen zu schlafen. Gute Nacht, Frank. Gute Nacht. Lieber Frank, dich in meiner Nähe zu wissen, gibt mir Ruhe und Kraft. Dafür und für alles andere möchte ich dir danken. Deine Elisabeth. Du kriegst sie nicht. Das schwöre ich dir. Jetzt trinken Sie erstmal eine starke Tasse Kaffee, Herr Kommissar. Ja, vielen Dank. Hoffentlich schnappen Sie diesen Unmenschen bald. Das werden wir, Fräulein Saar. Das werden wir. Aber es kann doch gar nicht. Matthias, guten Morgen. Frank hier. Pass mal auf. Ich habe heute Nacht noch mal die Bewegungsprotokolle von Ben Schöne gescheckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich im Moment in der Industriebrache an der Butzweiler Straße aufhält. Ja, ich weiß, dass ihr das Gelände schon mal abgesucht habt, aber dann müsst ihr da noch mal hin. Ach, typisch Helke. Da ist die Mailbox und jetzt ist besetzt. Matthias, ich weiß, dass ich zum Personenschutz eingeteilt worden bin. Das musst du mir jetzt nie noch mal aufs Butterbrot schmieren. Ja, verdammt noch mal, vielleicht habt ihr was übersehen. Du machst einen großen Fehler, Matthias. Ich hoffe, das ist dir klar. So. Ach nein. Wo hab ich denn jetzt das Ladekabel? Hallo, Schatz.
Ich hätte dich gerne noch mal gesehen, bevor ich nach Avignon fahre zur Weinprobe. Vermisse dich jetzt schon. Liebe dich. Charlie. Elisabeth. Ja, ich bin quasi schon auf dem Weg zu dir. Was, ich musste den Koffer noch packen. Wieso warten die denn jetzt? Aha. Na, okay. Und um was wird's denn gehen? Haben wir da überhaupt was vorbereitet, oder? Aha. Ja, okay, wie gesagt, ich gehe im Grunde gerade zur Tür raus, ja? Gut, bis dann. 250.000. Das ist ja süß. Hören Sie, ich brauche 25 Millionen. Ja, ganz genau. Dann sind Sie eben einfach nicht die richtige Bank. Danke. Jetzt nicht. Verdammt nochmal, ich hab doch... Ich wollte dir nur den Schlüssel geben. Danke. Und? Hat dein Förster seinen Rehlein erwischt? Ja, sie sind jetzt auf dem Weg nach Irland. Glücklich. Wie schön. Sag mal, wäre das für dich okay, wenn ich jetzt ganz aufs Schloss ziehe? Ich will einfach nicht alleine sein. Na klar, Kim, natürlich. Ich meine, du hast ja immer dein Zuhause. Dafür werde ich schon sorgen. Bei dir alles in Ordnung? Ja, ach, es ist ein wenig stressig im Moment, aber... Tanja und Alexa? Alexa stehen demnächst mit dem Vermögen ihres Vaters praktisch unbegrenzte Geldmittel zur Verfügung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Tanja schon an einem Plan arbeitet, LCL zu ruinieren und dann mit Alexas Geld aufzukaufen. Wenn du dich nicht in sie verknallt hättest, würde es dieses Problem gar nicht geben. Du hättest sie geheiratet, entmündigt und ihr die Kohle abgezockt und alles wäre gut gewesen. Aber nein, du musstest ja schwach werden. Selbst wenn es so gewesen wäre. Das ist jetzt vorbei. Ja, blöd nur, dass es zu spät ist, weil sie sich einen anderen Verbündeten gesucht hat. Du brauchst dringend Kohle. Von einem Partner mal ganz zu schweigen. Was? Ich sag nur, wie es ist. Danke, Kim. Sie hat mit dem Arzt geschlafen. Ja, das war eine einmalige Sache. Und warum ist das gut? Weil es nur ein Seitensprung war, mehr nicht. Wie mehr nicht? Sie hat dich verlassen. Guck mal, Bella und ich, wir hatten eine schwierige Zeit. Diese ganze Arbeit und die Schulden. Und dann noch die Geschichte, dass Alexa behauptet hat, ich hätte mit ihr geschlafen. Die Sache hat sich doch geklärt und die Schulden seid ihr auch los. Ja, aber es hat Bella trotzdem belastet. Dazu kam noch, dass dieser gut aussehende Arzt über den Weg lief. Mit dem sie geschlafen hat. Ich kann nicht verstehen, wie du dir das schönreden kannst. Ja, du verstehst aber auch nichts von Frauen, weil du noch nie länger eine Beziehung hattest. Ich hatte doch was mit Caro. Ja, aber guck mal, Caro ist doch das beste Beispiel. Die wollte eigentlich was von Tore. Aber um das herauszufinden, hat sie dich gebraucht. Ja, vielleicht verstehe ich wirklich nicht, wie Frauen ticken. Das ist wie mit einem Bier. Wieso jetzt ein Bier? Naja, du brauchst doch ein paar Jahre, um herauszufinden, welche Marke deine Lieblingsmarke ist. Und dann weißt du, diese Marke liebe ich. Trotzdem willst du ab und zu mal ein anderes ausprobieren. Das ist sowas wie eine andere Marke. Ja, oder vielleicht sogar ein ganz anderes Getränk. Und du wirst aber jedes Mal wieder zu deiner Marke zurückkehren, weil du genau weißt, dass die am besten zu dir passt. Irgendwie hinkt ein Vergleich. Bella musste erst mal was anderes ausprobieren, um herauszufinden, dass ich am besten zu ihr passe. Und das weiß sie. Ja, ich muss sie nur noch ein bisschen anschubsen. Was du jetzt vorhast. Genau, deswegen verkrümel ich mal. Ich brauche nämlich diesen Tisch hier für meine Romantikoffensive. Bin ich schon Chef einer Bank und komme nicht an Geld ran. Mein Gott, es kann doch für dich nicht so schwer sein, ein paar Millionen aufzutreiben. Ja, dachte ich auch. Früher war es auch irgendwie einfacher. Per Mertens sagt, es ist kinderleicht. Per Mertens. Ja, er verhandelt gerade nebenan mit Tristan. Ich habe ihn zufällig gehört. Ach, Politiker reden viel, wenn der Tag lang ist. Glaub mir, der hat Geld ohne Ende. So? Dann ist er auch noch ein Angeber. Ich kenne das Gehalt eines Staatssekretärs. Ja, damit verdient er ja auch nicht seine Millionen. Erinnerst du dich noch an die Rennstrecke, die hinter dem Flughafen gebaut werden sollte? Die wurde nie gebaut. Was ist damit?
Es wurde ein Subventionsantrag für die Planungsphase gestellt. Da sind Millionen geflossen, obwohl das Projekt nie verwirklicht wurde. Und das Geld für die Planung muss natürlich nicht zurückgezahlt werden. Ganz genau. Lass mich raten. Mertens bewilligt die Gelder. Als ich noch für ihn gearbeitet habe, da sollte ich einen Ordner kopieren. Und da waren Rechnungen dabei, unter anderem von einem Planungsbüro, an dem Mertens Überträgen beteiligt ist. Dann ist er gerissener, als ich dachte. In den letzten Jahren gab es bestimmt das ein oder andere nicht verwirklichte Großprojekt, das aber Subventionen geflossen sind. Gar nicht schlecht. Kommt denn das ganze Zeugs her? Hey, hab ich alles besorgt. Willst du eine Frau zurückgewinnen, indem du sie in Käse ertränkst? Das ist doch nur eine kleine Auswahl von ihrem Lieblingskäse. Sieht aus, als ob sie sich nicht entscheiden könnte. Das sind alles Sachen, die sie gern zum Frühstück mag. Pflaumenmus, Mohnbrötchen, Orangensaft, Frischkäse. Und was soll die Zeitung? Ja, da ist der Sportteil drin, den liest sie gerne morgens. Sie mag Fußball, so wie ich. Glaubst du nicht, dass es ein bisschen zu dick ist? Wieso? Denk mal drüber nach. Wie willst du sie herlocken? Ich gehe rüber, klopf an und frag, ob sie mit mir frühstücken will. Gehen wir davon aus, dass es funktioniert. Was dann? Dann frühstücken wir. Nein. Sie sieht den Tisch, dreht um und geht wieder. Wieso? Weil sie kapiert, was hier abgeht. Sie hat dich betrogen, sie hat dich verlassen und du trägst ihr die Zeitung und Frühstück hinterher. Zu dicke? Und total unsexy. Sieht aus, als ob ich hier hinterherlaufe. Das ist ja auch in Ordnung, aber zeig es ihr doch nicht so. Hi, störe ich? Hi. Du? Mich? Nein, überhaupt nicht. Gut, ich wollte eigentlich auch nur kurz eine Unterschrift fürs Arbeitszeugnis von dir. Klar, komm doch rein. Ich möchte Olli nicht so gerne über den Weg laufen. Nein, Olli ist überhaupt gar nicht da. Deswegen komm rein und ich unterschreib's dir. Okay. Hi. Hey, ihr habt's euch ja nett gemacht. Ja, und eigentlich habe ich das sogar alles... Wir wollten einfach lecker frühstücken. Genau. Warum auch nicht sich mal schön machen? Hey, ihr habt Mohnbrötchen. Ja, willst du eins? Nein, ich will nicht lange stören. Machst du gar nicht. Sascha wollte sowieso gerade gehen. Nimm doch am besten seins. Ja, ich muss los. O-Saft? Warum nicht? Danke für Ihr Angebot, aber unsere Familie hat im Moment keinen Bedarf an derartigen Geschäften. Das kenne ich noch anders. Die Zeiten ändern sich auch wieder, die Vorstände auch. Danke. Ich finde allein hinaus. Ja, ja. Die Bedenkenträger. Graf Lahnstein, wie geht's Ihrer bezaubernden Tochter? Bestens, danke. Schön. Worum ging's denn da gerade? Eine kleine Gefälligkeit, nichts weiter. Ja, seit hier vorübergehend Lisbeth das Sagen hat, laufen die Geschäfte weniger glatt. Ich fand ja immer, dass eine Hand die andere waschen sollte. Das klingt interessant. Ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen, von dem wir beide profitieren könnten. Platz.
Habe ich Sie richtig verstanden? Sie wollen, dass ich Ihnen dabei helfe, den Vorstand Ihres Familienunternehmens zu übernehmen? Im Gegenzug kann ich Ihnen versichern, dass Sie in diesem Unternehmen einen starken wirtschaftlichen Partner finden werden, der Sie bei Ihrer weiteren politischen Karriere in jeder Hinsicht unterstützen wird. Und wie sieht die Hilfe aus, die Sie von mir erwarten? Mir ist so angekommen, dass Sie bei der Vergabe von Subventionszuschüssen gern auch gewisse eigene Interessen berücksichtigen. Ich denke, wir beenden das Gespräch an dieser Stelle. Einen schönen Tag noch. Keine Sorge, ich habe nicht vor, Sie zu erpressen. Soweit ich mir sicher bin, dass Sie dafür gesorgt haben, dass man Ihnen Ihre kleinen Nebengeschäfte nicht nachweisen kann. Ich weiß nicht, von welchen Geschäften Sie sprechen. Wir müssen auch gar nicht darüber sprechen. Solange ich bei Ihrem nächsten Subventionsbetrug mit 50% beteiligt bin. Nein, ich denke nicht, dass wir ins Geschäft kommen. Da sind Sie sicher? Ja. Und ich sage noch warum. Die Landtagswahlen stehen an und ich werde einen weiteren wichtigen Schritt in meiner politischen Karriere gehen, bei dem ich unterstützt werde von einigen sehr einflussreichen Wirtschaftsunternehmern, zu denen Sie leider nicht mehr gehören, Graf Lahnstein. Sie wurden als Konzernchef abgesetzt und leiten eine Bank ohne Prokura. Sie haben keine Macht mehr. Warum sollte ich Ihnen also etwas Gutes tun? Aber sehen Sie es positiv. Sie haben jetzt viel Zeit, um Ihr Golfhandicap aufzubessern. Lustig, dass du dir jetzt auch Mohnbrötchen kaufst. Ich dachte, die magst du gar nicht. Die habe ich doch immer für dich geholt. Das ist jetzt drin. Hast du den Käse auch für mich gekauft? Nein, den mag ich inzwischen selbst. Auch ich kann mich ändern. Ja, ich mochte irgendwie immer unsere Rituale. Das gemeinsame Frühstück, die Sonntagspizza, die Freitagabend-Flutlichtspiele. Ja, unsere Kickerrunden im No Limits. Ja, wir waren schon ein tolles Team. Nicht nur beim Kickern, auch auf der Arbeit. Stimmt. Und im Bett. Ich meine, wir sind doch immer gut klargekommen. Also mehr als das. Ich finde, das lief richtig super. Du hast den Tisch für mich gedeckt, oder? Wow. Ihr habt ja ganz schön aufgetischt. Ist noch was für mich übrig? Ich gehe dann mal. Nein, das ist doch Quatsch. Andi, lass es einfach. Andi, was soll das werden? Olli, du hast doch bestimmt noch draußen was zu erledigen. Hm? Was soll das? Nichts. Ich habe nur keine Lust, mit Olli und dir hier zu frühstücken. Also, dass du keinen Bock hast, mit mir zu frühstücken, verstehe ich ja. Aber der Mann da ist dein Bruder. Ihr wart immer ein Herz und eine Seele. Also, was ist los mit euch beiden? Mach's nie noch schlimmer, Schöne. Ich, wieso? Du bist doch derjenige, der hier alles schlimmer macht. Du willst sie gerne für dich haben. Lass einfach die Waffe fallen. Ich hab doch gesehen, wie du sie anschaust. Aber du wirst sie nicht bekommen, niemals. Du glaubst, du kannst sie beschützen, hm? Das kannst du nicht. Das kann nur ich. Ich werde für sie sorgen. Du bist krank. Und du bist Elisabeth schon viel zu nahe gekommen. Dafür muss ich dich jetzt leider bestrafen, Frank. Ich glaube, ich werde dir nehmen, was dir lieb und teuer ist. Ja. Seit wann so schreckhaft, Herr Kommissar? Adios.
los? Ich habe mich gerade mit deinem ehemaligen Chef unterhalten. Und? Ich denke, ich kann ihn nicht leiden. Ja, da sind wir schon mal zu zweit. Sag mal, dieser Subventionsbetrug, von dem du gesprochen hast, kann man den irgendwie nachweisen? Ich wüsste nicht wie. Was denn mit den Unterlagen, die du kopiert hast? Naja, soweit ich weiß, wurden die alle vernichtet. Warum? Hast du vor, ihn zu erpressen? Das hätte ich schon. Ich weiß noch nicht wie. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann gibst du Bescheid. Naja. Er hat mir die ganze Zeit was vorgespielt. Meine Ehe ist zerstört. Er hat Emilio unschuldig ins Gefängnis gebracht. Er hat mich manipuliert und benutzt. Ich habe keine Skrupel. Blöderweise haben wir noch gar nichts gegen ihn in der Hand. Und wenn ich damit drohe, seine Geschäfte auflegen zu lassen? Ganz ohne Beweise nicht sehr effektiv. Er hat gerade erst in einem Interview erklärt, wie sehr er seine Frau liebt und dass seine Ehekrise vorbei ist. Klar, kommt gut an im Wahlkampf. Er will bestimmt nicht, dass sein Seitensprung mit mir jetzt öffentlich wird. Nein, das geht nicht, Kim. Warum nicht? Weil ich nicht will, dass du damit reingezogen wirst. Er hat mich schon längst reingezogen. Ich stecke mittendrin. Trotzdem ist es schlimm genug, dass er deine Gefühle verletzt hat. Ich will nicht, dass es auch noch in aller Öffentlichkeit breitgetreten wird. So weit wird es nicht kommen. Per will unbedingt die Wahl gewinnen. Er kann sich keinen Skandal leisten. Dann hast du dich also wirklich in den Typen verliebt? Anscheinend ja. Tut mir leid, du bist wirklich der Letzte, mit dem ich darüber reden sollte. Nein, es ist okay, ich komme damit klar. Wirklich. Ja, es geht jetzt mal ausnahmsweise nicht um mich. Und außerdem, mit wem sollst du sonst darüber reden? Charlie fliegt heute zur Weinprobe, mit Olli willst du nicht mehr quatschen. Nein, bestimmt nicht. Lasst euch nicht stören, ich brauche nur einen neuen Apfel. Der hier hat leider den Geist aufgegeben. Frag nicht, so ein Fotoprojekt. Dass das für Jono ein One-Night-Stand ist, damit kann ich ja leben. Trotzdem hätte er eins auf die Fresse verdient. Ist nur meine Meinung. Aber das mit Olli macht mich richtig fertig. Ich meine, wie kann er sowas machen? Sich an den Typen ranschmeißen, in den du dich verliebt hast? Mir nichts davon zu sagen. Kannst du dir vorstellen, wie blöd ich mich gefühlt habe, als ich dem wie so eine dumme Gans hinterhergerannt bin? Dabei war er schon mit ihm in der Kiste und wusste, dass ich keine Chance mehr habe. Wir alle machen uns mal zum Affen, wenn wir verliebt sind. Komm, erzähl. Wem darf ich zuerst aufs Maul hauen? Olli oder dem Arzt? Ihr habt meine Dienstwaffe gefunden? Gott sei Dank. Wo war die? Dann hat er sie direkt auf dem Gelände noch weggeworfen. Wie, stopp. Wieso Alleingang? Ich mache meinen Job, weil ihr nicht in der Lage seid, ein Gelände abzusuchen. So sieht's doch aus. Nee. Weißt du was? Das muss ich mir nicht anhören. Ruf mich an, wenn die Spurensicherung irgendwas Relevantes gefunden hat. Dankeschön. Arschloch. Charlie? Charlie? Wo steckst du denn? Ich werde dir nehmen, was dir lieb und teuer ist. Er meinte nicht Elisabeth.
Warte, ich will dir nur kurz was zeigen. Das war wirklich nett, aber ich sollte jetzt lieber gehen. Nein, das willst du nicht, wenn du gesehen hast, was ich für dich habe. Hier. Das sind Karten für Sporting Sevilla. Ja, ich weiß doch, dass du auf die Spanier stehst. Wie bist du da rangekommen? Connections. Sollte eigentlich ein Geburtstagsgeschenk werden, aber jetzt, wo wir nicht mehr zusammen sind, dachte ich, du freust dich auch so. Das sind 2 Karten. Ja, das Spiel ist auch erst in ein paar Wochen. Ich dachte, bis dahin hast du vielleicht jemanden kennengelernt, der mit dir dahin gehen will. Dann wüsstest du jedenfalls, dass der Typ wirklich zu dir passt. Wenn er sich mit dir diese Pfeifen ansieht. Ach, Andi. Herr Mertens. Es tut mir leid, aber ich habe leider keine Zeit für Sie. Die sollten Sie sich nehmen. Ich habe gerade mit meiner Tochter gesprochen, die hat mir einiges berichtet. Und? Ich frage mich gerade, was Ihre Frau dazu sagt. Zu dem Zeitpunkt, auf den Sie anspielen, war meine Frau und ich bereits getrennt. Ich habe mir also nicht zu Schulden kommen lassen. Auch wenn es schwerfällt, für Sie zu akzeptieren. Ihre Tochter ist erwachsen und ich habe sie zu nichts gezwungen. So. Wie sieht's denn aus mit dem Missbrauchsschutzbefohlener? Sie war Ihre Praktikantin. Wie ich bereits sagte, Ihre Tochter ist erwachsen und zu dem fraglichen Zeitpunkt hat sie nicht mehr für mich gearbeitet. Sie wiederum hat mir von Annäherungsversuchen während ihres Praktikums berichtet. Stimmt, Sie haben recht. Sie hat einmal versucht, mich zu verführen, in der Hoffnung, ich würde ihr dabei helfen, Sie aus dem Gefängnis zu holen. Geben Sie es auf. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe ein Treffen mit wirklich wichtigen Leuten und leider sehr wenig Zeit, mich vorzubereiten. Mit den Teilhabern an Ihrem Planungsbüro, mit denen Sie regelmäßig Subventionen abgreifen? Netter Plan. Sie bewilligen Bauvorhaben und stecken sich die Planungssubventionen in die eigene Tasche. Nicht schlecht. Woher wissen Sie das? Ich weiß eine ganze Menge. Und glauben Sie mir, wenn ich mit Ihnen fertig bin, kriegen Sie in der Politik kein Bein mehr auf den Boden. Dann wandern Sie in den Knast. Sie blöffen. Entschuldigung. Könnten Sie mir das hier bitte an Ihrem Computer ausdrucken? Ich brauche vielleicht 10 Kopien. Sehr gerne. Das war super. Ja, das war's. Es war auch ein riesiger Fehler. Was? Nein. Wieso denn? Hm? Andi. Dann war das kein Neuanfang? Nein, ich bin einfach gerade nicht zurechnungsfähig. Aber es war doch gerade alles gut. Ich habe mich gehen lassen. Es hat einfach so gut getan, mit jemandem zu reden und sich festhalten zu lassen. Du kannst immer mit mir reden. Es gibt aber einfach Dinge, die sollte ich gerade nicht mit dir besprechen. Ich meine, ich habe dich verletzt und das Ganze jetzt macht's noch viel schlimmer. Nein, mach das nicht. Ich fand's sehr schön. Das war wie früher. Ich meine, wir können uns doch ab und zu mal treffen und hin und wieder zusammen. So funktioniert das nicht. Ja, ich weiß. Du bist ein toller Mann. Aber nicht der Richtige. Nicht für mich. Lahnstein, langsam fangen Sie an, mir richtig auf die Nerven zu gehen. Wirklich. Und das, obwohl ich mich an Ihren Rat gehalten habe. Meine Zeit zu nutzen. Sie haben schon recht. Golf ist nicht so wirklich mein Sport, deswegen dachte ich mir, ich versuche mich mal als Journalist. Wie finden Sie denn diesen ersten Entwurf?
Sexminister nutzt Amt, um Subventionen einzustreichen und Praktikantinnen zu verführen. Naja, ich gebe zu, seriöser Journalismus ist nicht wirklich mein Ding. Aber immerhin berufe ich mich auf seriöse Quellen. Und Sie wollen da wirklich Ihre Tochter mit reinziehen? Es war Kims Idee. Sie hofft dadurch, andere vor ihren Übergriffen schützen zu können. Steht alles im zweiten Absatz. Ich habe keine Zeit für diese Albernheit. Hier sind Ihre Kopien. Ja. Vielen Dank. Ach, wissen Sie was? Verteilen Sie die doch nachher einfach an den Tischen, ja? Okay. Danke. Ja. Glauben Sie immer noch, ich bluffe? Was Neues von der Fahrt? Hör mal, ich möchte, dass ihr nach einer weiteren Person Ausschau haltet. Schreibt mal gerade auf. Der Name ist Charlotte Schneider. Ich schicke dir gleich ein Bild rüber. Ja, das ist meine Frau. Hat sich erledigt. Charlie! Sag mal, wo warst du? Ich hätte dich fast zur Fahndung ausschreiben lassen. Was? Warum denn? Ja, zu Hause warst du nicht, an dein Handy gehst du nicht ran. Und da lässt du gleich nach mir fahren? Na, gut zu wissen. Hey, du bist ja ganz durch den Wind. Was ist denn passiert? Ich habe gedacht, Ben Schöne hat dich entführt. Warum denn mich? Ja, weil der Mann vielleicht nicht ganz zurechnungsfähig ist? Ja, ich denke doch, ich bin nicht in Gefahr, eher Elisabeth. Sag mal, da bleibe ich da. Nein, nein, Charlie, du fährst, nein. Wo willst du überhaupt hin? Ja, ich fliege doch heute nach Avignon zu der Weinprobe. War ich vollkommen vergessen. Ja, aber unter den Umständen. Nein, Charlie, du fährst wirklich. Du hast dich schon so darauf gefreut. Mach dir mal um uns, also ich meine, mach dir um mich keine Sorgen. Wirklich. Gut. Na, okay. Also dann. Du passt auch auf dich auf, ja? Das mache ich. Und ich passe auf dich auf. Das weißt du. Ja, das weiß ich. Also dann bis in 2 Tagen, hm? Alles Gute. Ja, eine gute Reise. Ja, aber wir haben uns letztendlich dann doch irgendwie durchgeboxt. Viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Aber ich werde natürlich nachher noch ein wenig mehr darüber berichten. Dann können Sie noch mal hören, wie es genau abgelaufen ist. Sie entschuldigen mich? Gerne. Sehr schön, dass Sie da sind. Schönen Tag. Das ziehen Sie niemals durch. Na, immerhin reden wir wieder miteinander. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Was genau wollen Sie eigentlich von mir? Zunächst einmal will ich, dass Sie meiner Tochter nie wieder zu nahe kommen. Oh, das hatte ich ohnehin nicht vor. Und dann will ich Geld. Über was für eine Summe reden wir? Ein paar Millionen. Wie viele? Mittlerer zweistelliger Bereich. 30, vielleicht 50. Man weiß das ja nie so genau. Sie machen Witze. Sie sind doch wahnsinnig. Woher soll ich so viel Geld bekommen? Berlin, Brüssel, was weißt du nicht? Subventionsgelder. Hier läuft doch gerade dieses große EU-Straßenbauprojekt, nicht wahr? Sie kennen sich doch damit aus. Das ist ein netter Versuch. Das ist Ihre Entscheidung. Viel Spaß bei Ihrer Rede. Ich könnte mir vorstellen, dass es da die ein oder andere interessierte Nachfrage geben wird. Bella! Du hast die Karten vergessen. Bist du sicher, dass du sie nicht behalten willst? Ganz sicher. Danke. War schön mit dir. Die Frau
Frau, die dich liebt, wird sehr glücklich sein, dass sie dich gefunden hat. Und darum bin ich besonders stolz, dass nach langem Ringen dieses wichtige Straßenbauprojekt von den EU-Gremien genehmigt wurde. Das ist ja fantastisch, Herr Mertens. Ich bin ganz begeistert, was Sie in dieser kurzen Zeit alles erreicht haben. Vielen Dank. Bevor sich einige von Ihnen fragen, wer ich bin und was ich hier mache, erlauben Sie mir doch kurz, mich Ihnen vorzustellen. Ich bin allerdings kein besonders guter Redner, deswegen habe ich hier eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich bitte Sie, ich denke nicht, dass es notwendig ist, sich vorzustellen. Ich bin mir sicher, jeder hier im Raum kennt Graf Ansgar von Lahnstein. Und meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Graf Lahnstein sich bereit erklärt hat, mich in meinem kommenden Wahlkampf als mein persönlicher Berater zu unterstützen. Ja, in der Tat. Auch ich freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit.